Hallo, herzlich willkommen. Heute möchte ich ein bisschen über Neurodermitis und Ernährung sprechen. Bei den meisten gibt es nicht nur diese Hauterscheinungen, sondern es liegt auch eine Verdauungsschwäche vor und auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, sich darum zu kümmern. Die Haut ist ein Ausscheidungsorgan und immer wenn du mit etwas konfrontiert bist, was du nicht gut verträgst, dann versucht die Haut sich zu entlasten und es kommt wieder zu neurodermitischen Schüben. Vorweg sage ich einfach mal, was alles nicht glücklich für dich und deine Haut ist. Dazu gehören Zitrusfrüchte und sehr saure Früchte wie Ananas, Kiwi. Manche vertragen Erdbeeren und auch Trauben nicht ganz so gut. Nicht glücklich sind alle Lebensmittel, die viel Histamin enthalten, zum Beispiel alter Bergkäse, Schokolade oder auch Rotwein. Wo du sehr strikt sein solltest, das sind Milchprodukte. Milchprodukte werden von den meisten nicht gut vertragen und oft gibt es eine starke Entlastung, wenn du mal konsequent eine Weile keine Milchprodukte, egal was, zu dir nimmst. Probier das einfach aus. Neurodermitis ist eine sehr individuelle Erkrankung und du musst für dich rauskriegen, was gut geht und was nicht. Zucker ist ebenso nicht besonders hilfreich. Zucker hat mehrere negative Seiten. Zum einen die unterschiedlichen Blutzuckerspiegel, zum anderen aber auch schädigt er deine Darmflora. Und dort ist die Wurzel deiner Gesundheit. Die anderen Sachen, die Lebensmittelunverträglichkeiten, die du vielleicht hast, auch das musst du selber herausfinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, du kannst Tests machen, Labortests tatsächlich, mit Antikörpern auf bestimmte Lebensmittel. Das ist eine relativ teure Angelegenheit. Und du musst einen Arzt finden, der sowas macht oder ein Labor. Die andere Möglichkeit ist, du machst einfach mal so Rotationsdiäten. Das heißt, du lässt an bestimmten Tagen oder über 3-4 Tage mal eine bestimmte Sache weg und schaust, wie es dir damit geht. Und dann könntest du natürlich auch noch kinesiologisch testen. Und zwar mit einem sogenannten O-Ring-Test. Das würde ich dir im Anschluss des Videos noch einmal in Ruhe zeigen. Vorher möchte ich dir jetzt gerne noch einmal sagen, was alles gut für dich ist und was möglich ist, damit du nicht nur denkst, es geht gar nichts mehr in diesem Leben. Grundsätzlich gut ist alles, was frisch ist. Also keine fertig verarbeiteten Nahrungsmittel, Fertiggerichte, weil dort sind viele Zusatzstoffe mit drin. Also selber kochen, frische Nahrungsmittel. Fast alle Gemüse kannst du uneingeschränkt essen, außer du hast eben speziell eine Allergie dagegen. Nüsse, Samen und auch Sprossen, also alles, was gekeimt ist sehr, sehr gut, weil dort viele Mikronährstoffe und Mineralien drin sind, die dein Körper auch zum richtigen Funktionieren braucht. Bitterstoffe sind eine besondere Sache, die deine Verdauung unterstützen, die deine Leber unterstützen. Bitterstoffe hast du in vielen Salaten wie Rucola zum Beispiel oder Endivie. Du kannst dir aber auch Bitterstoffe als Elixier holen in einer kleinen Flasche im Reformhaus zum Beispiel und vor dem Essen immer ein paar Tropfen nehmen. Gutes Wasser ist sehr wichtig, also keine Limos oder gezuckerten Getränke, sondern klares Wasser ohne Kohlensäure, genau, damit der Körper gut entgiften kann. Was gibt es noch? Schau, ob du besser gekochtes oder rohe Sachen verträgst. Ja, wenn dir gedämpftes Gemüse gut tut, dann nimm eher warme Sachen, vielleicht mittags einen Salat, aber nicht unbedingt abends. Grundsätzlich ist es gut, wenn du
in Ruhe isst, wenn du dir Zeit dafür nimmst, wenn du gut kaust. Auch das ist förderlich für deine Verdauung und es entstresst wirklich. Ballaststoffe sind in jeder Hinsicht hilfreich. Ballaststoffe fördern deine Verdauung und du findest sie zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Kohl, in Gemüse und auch in Wildkräutern, wenn du an die rankommen kannst, wie zum Beispiel Brennnesseln oder Girsch. Auch die sind randvoll mit Ballaststoffen und auch Mikronährstoffen, die dich unterstützen. Was mir ein bisschen noch am Herzen liegt, ist ein besonderer Nährstoff und das ist Vitamin D. Den bekommst du leider nicht unbedingt über die Nahrung, sondern Vitamin D wird ja unter der Haut gebildet in der Sonne. Im Winter oder wenn du den ganzen Tag nur in der Wohnung bist, bildest du auf jeden Fall zu wenig Vitamin D. Und ein Großteil der Bevölkerung leidet an einem Mangel. Du brauchst Vitamin D aber, damit dein Immunsystem richtig gut funktioniert und vor allem auch, dass deine Psyche in Ordnung ist. Also Vitamin D hebt die Stimmung. Schau mal, dass du dir Vitamin D-Tropfen holst mit 1000 Einheiten und dass du jeden Tag als erwachsener Mensch 4 Tropfen davon zu einer fettreichen Mahlzeit zu dir nimmst. Am besten wäre es sogar, wenn du einmal beim Arzt deinen Spiegel bestimmen lässt und der sollte zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter liegen, damit du ein gut funktionierendes Immunsystem hast und das unterstützt auf jeden Fall auch deine Haut. Ich danke dir. So, ich möchte dir noch gerne den O-Ring-Test zeigen. Das ist eine kinesiologische Testung. Falls du von so etwas noch nie gehört hast, erkläre ich es dir ganz einfach. Alles rundherum hat Einfluss auf uns, positiv oder negativ. Positive Dinge stärken unsere Muskeln, negative schwächen sie. Im Extremfall, wenn du zum Beispiel eine schlechte Nachricht bekommst, musst du dich einfach setzen, weil deine Muskeln es nicht mehr schaffen, dich zu halten. Und diese Eigenschaft machen wir uns beim O-Ring-Test zunutze. Du kannst ein Lebensmittel nehmen, leg es vor dir auf den Tisch und dann hältst du deinen kleinen Finger und deinen Daumen der linken Hand darüber und mit der anderen Hand, mit Daumen und Zeigefinger, probierst du dann diesen Ring zu öffnen. Ich hoffe, du kannst es sehen, wenn ich das so zeige. Wenn dieses Lebensmittel positiv für dich ist und dein System unterstützt, wirst du diesen Ring nicht öffnen können. Ist es ein Lebensmittel, auf das du vielleicht allergisch reagierst und das dir nicht gut tut, wie zum Beispiel eine zuckerhaltige Süßigkeit, dann wirst du diesen Ring ohne weiteres öffnen können. Probier das einfach mal im Alltag ein bisschen aus, wie du damit klarkommst. Manchmal muss man es ein bisschen üben, aber es ist eine sehr schöne Methode, um schnell herauszubekommen, jetzt in diesem Moment unterstützt mich dieses Lebensmittel oder nicht. Probier es mal aus.